Also, jetzt kommen wir zu einem Thema, das für mich gar nicht so einfach zu besprechen ist. Und zwar, ähm, die Frage lautet, was ist die buddhistische Sicht von Depression? Und was kann man natürlich tun, um aus depressiven Stimmungen herauszufinden? Und obwohl ich mich natürlich viel damit befasst habe und Menschen begleite, ist die Frage nach der buddhistischen Sicht gar nicht so einfach zu beantworten. Oder sie ist zu einfach zu beantworten und könnte den einen oder anderen vielleicht auch etwas verletzen. Also, als wir darüber mit tibetischen Lehrern gesprochen haben, haben sie uns gesagt, also so die klassischen Faktoren von Depression, das hätten sie in Tibet gar nicht gekannt. Also so diese Selbstzweifel, Schuldgefühle, die einen begleiten, überhaupt keinen Lebenssinn mehr spüren, bis hin zu Selbstmordgedanken. Es wäre extrem selten gewesen in Tibet. Und sie hatten auch kein Thema mit Selbstmord zum Beispiel. Und Erklärung dafür gibt es natürlich einige, die Naturverbundenheit, dieses ständige Bewusstsein der Vergänglichkeit, von daher auch der Verlust von Angehörigen, ja, das gibt dann wohl mal eine reaktive Depression, also eine Reaktion und diese Depression läuft sich dann aus, aber tatsächlich sind in buddhistischen Ländern Menschen so vorbereitet, so gut vorbereitet darauf, dass das Leben anders kommt, als wir es uns ausmalen, dass sie eine viel größere Akzeptanz haben und den Humor und die Freude beibehalten, auch unter schwierigen Bedingungen. Dafür sind tatsächlich südliche wie nördliche buddhistische Länder bekannt von Menschen, die darin gereist sind. Deswegen ist das eine selten anzutreffende Beschwerde. Und wenn wir dann mal genauer hingucken, und da ist jetzt da, wo es mir ein bisschen schwerfällt zu antworten, da merken wir, dass depressive Verstimmungen plus dann die ganz dicke Depression, die heftige, die wie so eine kontinuierliche Grauschicht liegt, oder wo ich mich sogar wie tot spüre, dass da im Hintergrund eine extreme Ich-Bezogenheit aktiv ist. Wenn wir das jetzt hören, dann denken wir, dann bin ich also schuld für meine Ich-Bezogenheit. Nein, das ist genau das, wo aus buddhistischer Sicht ein Missverständnis stattfindet. Da ist niemand schuld. Es sind Muster aktiv, wo alles immer auf mich bezogen wird. Und auch schon, wenn ich das dann höre, dass das die Ich-Bezogenheit ist und dass ohne Ich-Bezogenheit gar keine Depression funktionieren würde, dann, wenn ich das falsch verstehe, dann treibe ich mich noch tiefer in die Schuldzuweisung hinein. Also aus buddhistischer Sicht ist eine depressive Krise, eine Depression, Ausdruck von Stolz. Das mag uns jetzt extrem weit hergeholt klingen, aber wenn wir Stolz verstehen als Kompensationsmechanismus für eine mangelnde Zuversicht, ein mangelndes Selbstvertrauen, dann wird es klar, tatsächlich ist es genau dieses mangelnde Selbstvertrauen und keinen Lebenssinn dann mehr sehen und all diese all diese geistigen Aktivitäten, die mit mangelndem Selbstvertrauen und Sinnverlust einhergehen, die machen ja genau die Depression aus. Trauer ist auch, übermäßige Trauer ist ein extrem ich-bezogenes Anhaften an dem, was ich früher mal erlebt habe oder was ich jetzt nicht erlebe und gern erleben würde. Es ist eine starke, starke Ich-Bezogenheit. Und von daher
wenn ich mit Gendun Rinpoche zum Beispiel damals darüber gesprochen habe, wie man Menschen helfen kann, die in Depression sind, der gesagt, die werden auf keinen grünen Zweig kommen, wenn sie nicht beginnen, sich um andere zu kümmern. Das hat damals gesagt, Lindrup, du müsstest auf jeden Fall schauen, dass du Menschen in Depressionen Möglichkeiten eröffnest, wie du etwas für andere tun kannst. Und wenn es, und das kennen wir ja, auch nur der Hund von nebenan ist. Also wenn jemand einen Hund von der Nachbarin ausführen kann, das ist oft hilfreicher als viele Stunden der Psychotherapie. Natürlich wünsche ich jedem eine gute Psychotherapie, aber aus buddhistischer Sicht muss die Therapie natürlich dahin führen, diese Selbstwichtigkeit zu reduzieren, den Blick wieder zu weiten und einfach anzunehmen, dass wir leben, solange wir leben. Diese Frage nach dem Lebenssinn, die ja auch hinter der Depression steckt. Diese Frage nach dem Lebenssinn, die kommt aus einer Trennung von Ich und dem Leben. Welches Sinn gebe ich meinem Leben? Und tatsächlich ist das in sich schon Quelle für viel Leid, weil diese Frage aus der Trennung herausgestellt wird. Wenn ich mich nur daran erinnere, welche Erlebnisse mich inspirieren, welche Qualitäten im Leben mich inspirieren, wenn ich diese Erfahrung von größerer Einheit mir in Erinnerung rufe und mich darauf ausrichte, dann definiere ich damit meinen Lebenssinn. Das heißt, alles, was ein bisschen ein Lächeln auf mein Gesicht holt, alles, was mein Herz ein wenig öffnet, wenn ich dem Energie gebe, statt den verzweifelnden Gedanken, den selbstbeschuldigenden Gedanken, den verzagenden, ja, sondern darüber, in die Richtung, wenn ich denen Energie gebe, wo es um andere geht, wo es um die kleinen Momente der geteilten Freude geht, Dankbarkeit, kleine liebevolle Gesten. Oft ist ja in der Depression auch ein Element, dass ich mich nicht geliebt fühle und da führt kein anderer Weg heraus, als selber zu lieben, als selber kleine Gesten zu machen und wenn ich liebevoll meine Zimmerpflanze gieße und ihr das Wasser gebe oder mich um ein kleines Gärtchen kümmere oder, so wie ich es auch mal gehört habe, in der Dürreperiode in Berlin auf dem Bürgersteig die Bäume gießen, die am Verdursten waren. Kleine Gesten der Zuwendung, die unglaubliche Auswirkungen auf das Herz haben, auf unsere Ich-Wichtigkeit. Also buddhistische Sicht von Depression, da würden wir sagen, das hat mit unrealistischen Erwartungen der Welt gegenüber zu tun, aus mangelndem Verständnis der Unbeständigkeit. Das hat damit zu tun, dass wir uns selbst in diesem dynamischen Geschehen, was wir so Welt nennen, dass wir uns darin für zu zentral halten, zu wichtig, dass wir Gegebenheiten in Frage stellen, wie zum Beispiel, dass ich ja lebe, dass wir das in Frage stellen, statt im ganz normalen Sein in der Natur, mit Tieren, mit Menschen, meinen Platz ganz natürlich zu spüren. Es ist also sehr viel künstlich, es sind sehr viel künstliche Gedankengänge und die asiatischen buddhistischen Lehrer und Lehrerinnen haben erstmal aus ihrer früheren Kultur, ich spreche jetzt nicht über das heutige Japan oder so, was ja ganz was anderes ist, aber Bhutan, Tibet, Thailand, Burma, Sri Lanka, diese Länder, die betrachten das mit großer Verwunderung, wie stark dieses Phänomen Depression bei uns ist. Und das kommt sehr stark durch die Vereinzelung, das kommt durch
übertriebene Leistungsanforderungen, mit denen wir schon von Kindheit auf konfrontiert sind, wo wir das Gefühl haben, nicht einfach uns selbst sein zu können, Verluste des Kontaktes mit der Natur, also des natürlichen Seins mit Pflanzen, Wetter und so weiter. Es kommt durch eine ganze Reihe von Prozessen der Entfremdung, wo sich dieses vermeintliche Ich immer noch getrennter fühlt. Und von daher, die zweite Frage war nämlich, wie hilft denn eventuell Meditation in der Depression? Da kann man jetzt kein so ein Patentrezept irgendwie geben, aber Meditation hilft in der Depression in dem Maße, wie sie uns wieder in ein Gefühl des Verbundenseins hineinbringt, in Gefühle der Akzeptanz, in Erfahrungen hinein, wo wir nicht mehr so zentral sind, wo die Sinne wieder sich öffnen, also im Sehen, im Hören, im körperlichen Spüren, die Grenzen sich wieder etwas weiten oder sogar auflösen. Solche Arten von Meditation, die zu einer zunehmenden Verbundenheit führen und einem Öffnen des Herzens, die führen tatsächlich heraus aus der Depression, die helfen dabei. Also ich hoffe, dass das irgendwie hilfreich schon mal war, diese ersten Gedanken dazu, und bitte unterlasst es nicht, euch therapeutische Hilfe zu suchen. Wir Dharma-Lehrer und Lehrerinnen sind nicht darin geschult, depressive Verstimmungen zu begleiten. Wir sind vielleicht geschult darin, Meditationen anzuleiten und den Dharma zu erklären, aber nehmt einfach alle Hilfe in Anspruch und denkt an diesen einfachen Hinweis, tut etwas für andere. Springt raus, so gut ihr könnt, auch wenn es nur für ein Stündchen ist. Springt raus aus der Beschäftigung mit euch selbst und kümmert euch um irgendetwas in eurer Umgebung, was Freude freisetzt, was euch mit anderen ein stärkeres Verbundensein spüren lässt. Das sind die zusätzlichen Schritte, die ich noch empfehlen kann.